Google Maps ist für viele Leute die erste oder sogar die einzige Wahl für digitale Karten und die Navigation. Und auch ich habe lange Zeit die Konkurrenz noch nicht einmal in Betracht gezogen. Doch in letzter Zeit lande ich immer häufiger bei Apple. Denn Apple Maps hat riesige Fortschritte gemacht, sodass sich unweigerlich die Frage stellt, wer hat die bessere Karten-App, Google oder Apple? Im direkten Vergleich zeigen sich viele Ähnlichkeiten, aber auch einige Unterschiede. Apple Karten ist rechts zu sehen und macht einen aufgeräumteren Eindruck. Google Maps auf der linken Seite zeigt, wie viele Funktionen es hier gibt. Viele davon drängen sich auf dem Startbildschirm. Ähnliches gilt auch für die Darstellung der Karte. Bei Google ist die Informationsdichte höher, bei Apple wirkt alles ruhiger und übersichtlicher. Bei der Routenplanung ermittelt Google auch Vorschläge fürs Velo. Die Routen erscheinen mit Höhenprofil. Das ist sehr nützlich und macht eine separate Velo-App überflüssig, zumindest im Alltag. Für Velowanderungen und sportliche Touren ist eine spezialisierte App wie Komoot besser geeignet. Die Karten-App von Apple ist im Vergleich dazu einfacher zu bedienen und verlangt dem Nutzer weniger Klicks ab, bis die Navigation startet. Während der Navigation haben beide Kontrahenten ihre jeweiligen Vorteile. Unschlagbar ist, dass die Navigation mit Apple im Sperrbildschirm des iPhones erscheint. Es reicht, die Seitentaste zu drücken, um den Bildschirm einzuschalten. Für diesen Zweck kann man auch einfach kurz aufs Display klopfen. Und natürlich ist Apples eigene App optimal für die Navigation per Watch zugeschnitten. Für Google Maps muss man, zumindest als iPhone-Besitzer, das Telefon erst entsperren. Google Maps hat dafür Live View zu bieten. Diese Funktion blendet Richtungsangaben direkt ins Kamerabild ein. Das beseitigt jegliche Unklarheit, in welche Richtung man gehen muss, und es ist eine hervorragende Unterstützung für jene Leute, die nicht gut Karten lesen können. Links abbiegen auf Wielandstraße. Live View erscheint automatisch, wenn man das Handy vors Gesicht führt. Wenn man es in die Waagrechte hält, wechselt die App zurück zur Kartenansicht. Es gibt weitere Unterschiede. Apple Maps lässt sich sehr gut per Sprache, das heißt mit Siri steuern. Und die Google-Karten können offline gespeichert werden und so lassen sie sich auch dann verwenden, wenn man kein Mobilfunknetz hat. Mit anderen Worten, es gibt keinen klaren Sieger und kein Patentrezept. Beide Apps haben ihre unbestreitbaren Vorteile. Im Alltag finde ich Apple Maps besser. Doch beim Navigieren in unbekanntem Terrain und in den Ferien ziehe ich Google vor. Und nebenbei bemerkt ist auch Microsoft noch nicht ganz abgeschrieben. Die Karten-App von Windows 10 hat im Vergleich zwar einen kleinen Funktionsumfang, aber eindrücklich ist die 3D-Darstellung, die erscheint, wenn man von der Aufsicht in die geneigte Ansicht wechselt.